Hallo meine Lieben, heute wieder ein Procreate-Video und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr einen Papercut oder Papierschnitteffekt in Procreate erreichen könnt und wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Was ich euch heute zeigen will, ist der Papercut-Effekt oder auch Papierschnitteffekt. Und zwar sieht der so aus, wo wir diesmal vom Knockout her werden wir das Wort ausschneiden und das, was übrig bleibt, als Schablone verwenden und dann unten drunter verschiedene Ebenen machen, damit es dann aussieht wie Papier, was aufeinander gestapelt ist. Beim letzten Mal hatten wir ja die andere Richtung, ne? Wir hatten hier den Text ausgeschnitten und quasi hervorgehoben, somit, so dass das aussieht, als ob das auf dem Papier schweben würde. Dieses Mal eben in die andere Richtung. Und von der Farbpalette habe ich mir hier einfach eine kleine Palette angelegt von Farben, die mir gefallen und wo ich das Gefühl hatte, die passen gut zueinander. Ich werde ein Pinselset anwenden und da wollte ich euch drauf aufmerksam machen. BJ Dell, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, wisst ihr, ich bin ein absoluter Fan von dem, was er macht. Und er hatte auch Texturpinsel gemacht und dir zur Verfügung gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, ob die gratis sind. Wenn nicht, dann ist es wirklich ein kleiner Betrag, den ihr da bezahlt. Aber ich bin der Meinung, das war gratis. Und für das heutige Tutorial werde ich diesen Paper-Effekt auch noch anwenden, weil das dem Ganzen dann eine schöne Struktur gibt und den Effekt auch noch mal so ein bisschen besser verkauft auch. So, jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal. Und ich mache mir hier eine neue Ebene. Ich werde versuchen, das nachzubilden, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und deshalb mache ich hier zuerst den Hintergrund. Den mache ich auf schwarz. Und nur so ein Tipp, wenn ihr schwarz auswählen könnt, könnt ihr hier unten am Farbrad einfach zweimal drauf tippen. Bei weiß wäre es hier oben, dann ist es komplett weiß, hier unten ist es komplett schwarz. So, dann brauchen wir eben noch eine zweite Ebene, das heißt, ihr braucht den Hintergrund und eine Ebene. Und diese Ebene hier, der geben wir so eine, ihr könnt weiß nehmen, ich habe hier so eine Cremefarbe und die ziehe ich mir auf den Canvas. Somit ist das so eingefärbt. Was ihr jetzt habt, ist ein Hintergrund, der ist schwarz und dann habt ihr eine Ebene mit dem Vordergrund in der Farbe, die ihr gerne haben möchtet. Dann wähle ich hier einfach eine andere Farbe aus als diese beiden. Ich nehme jetzt einfach das Dunkelviolett. Spielt eigentlich keine Rolle, weil das werden wir dann ausschneiden. Es sollte einfach nicht die Farbe haben, die jetzt euer Vordergrund hat, weil sonst seht ihr nicht, was ihr macht. Dann gehen wir hier auf Aktionen und sagen Text einfügen. Da tippe ich Paper Cut ein und wähle da eine andere Schrift. Da nehmen wir mal Futura. Ich nehme ein Extra Bold, weil es ist immer besser, wenn der Schriftzug wirklich schön dick ist. Dann gehe ich hier auf dieses alles in Großbuchstaben. Dann vergrößere ich die Textbox noch, damit ich da möglichst viel Platz für den Text verwenden kann. Und jetzt kann ich in der Größe da. So, nochmal. Jetzt kann ich das in der Größe entsprechend anpassen. In etwa so. Ihr könnt es euch angucken. Ne? Ihr könnt hier, wenn ihr damit spielt, könnt ihr das Wort auch noch ein bisschen mehr auseinanderziehen.
Das passt so für mich und jetzt werde ich das noch mittig platzieren. Das funktioniert am besten, wenn ich da auf magnetisch gehe oder auf Einrasten. So, jetzt ist es schön in der Mitte. Ich merke gerade, dass ich doch ein bisschen kleiner gehen will. Einfach damit ich auf den Seiten noch ein bisschen Platz habe. Aber jetzt passt das für mich. Jetzt gehen wir auf diese obere Ebene, gehen auf den Schriftzug und sagen da Auswählen. Und ihr müsst ein bisschen gucken, wenn irgendwas anderes passiert, zum Beispiel, dass es irgendwie plötzlich grün wird oder so, geht hier einfach aufs Freihand und dann sagt ihr umkehren, weil diese Striche, die jetzt drauf sind, vielleicht erkennt ihr das jetzt bei mir mit der Kamera nicht so richtig, aber ne, hier zum Beispiel diese Striche, die dürfen nicht auf dem Rahmen drauf sein, sondern die sollen auf der Schrift drauf sein. Und dann geht ihr auf eure Hintergrundebene, geht da drauf und sagt maskieren. Weil was es jetzt gemacht hat, wenn ihr den Schriftzug ausblendet, dann seht ihr jetzt durch das Papier durch auf euren schwarzen Hintergrund. Na, wenn ich hier jetzt die Hintergrundfarbe ändere, dann seht ihr, die seht ihr jetzt, weil ihr seht eben genau durch das Papier durch. Wir haben das jetzt quasi mit dem Maskieren wie ausgeschnitten, aber es ist immer noch vorhanden. Da kann ich jetzt raus. Und was ich jetzt mache, ist, ich muss unterhalb, also zwischen Hintergrund und meinem Papier, meinem hellen Papier, da brauche ich eine Ebene dazwischen und da tippe ich auf das Plus und gebe einfach nur eine neue Ebene dazu. Wenn die irgendwo bei euch, ne, wenn ihr da drauf tippt und die oben erscheint, könnt ihr die ganz einfach runterziehen. Ich werde im Ganzen 1, 2, 3 Ebenen verwenden, von dem her mache ich das gleich. Und jetzt gehe ich auf die unterste Ebene und wähle meine erste Farbe. Meine erste Farbe wird dieses Altrosa hier sein. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe in Wellenbewegungen und am einfachsten geht das, wenn ihr vom Stift her so einen Fineliner zum Beispiel nehmt, irgendwas, was eine satte Farbe hat, aber auch, wo ihr mit dem Streamline auf dem Maximum oben seid. Und da geht ihr jetzt ganz einfach so einen oberen Teil, so in Wellenbewegungen, macht ihr da so ein Muster drauf. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr das wieder schließt, damit ihr das füllen könnt. So, das ist meine erste Ebene. Jetzt will ich unter der Ebene eine zweite Ebene haben und die soll mit diesem etwas dunkleren Altrosa sein. Und wenn ich jetzt die Wellenbewegung mache, versuche ich nicht im selben Schwung mitzugehen, sondern quasi entgegengesetzt. Das heißt, hier macht es einen Bogen nach oben und ich versuche dann einen Bogen nach unten zu machen und da einfach so ein bisschen antizyklisch quasi. Da zu fahren und auch hier das Ganze wieder schließen, damit ihr das füllen könnt. Wenn es euch noch nicht so gefällt, könnt ihr da immer noch so ein bisschen korrigieren. Es gibt auch so Stellen hier beim A, ne? Es sieht nicht so gut aus, wenn das genau mit diesem Strich vom A aufhört. Da passt mir das beim C nicht so ganz. Jetzt gucken wir, ob ich weiter runter gehe. Ja, ich würde sagen, ich nehme noch ein bisschen mehr mit hier. Dann sieht es dann auch nicht mehr ganz so komisch aus. So, das ist meine zweite Ebene. Jetzt will ich noch eine dritte Ebene. Auch die gebe ich wieder zu unterst hin. Und da nehme ich dieses Ozeanblau oder wie auch immer man diese Farbe nennt und versuche da auch wieder so ein bisschen antizyklisch
eine Linie zu machen. Dann müssen wir das Ganze auch wieder schließen, damit wir das füllen können. Können wir gucken, ob das passt. Ich würde sagen, ja. Bis auf die hier, die gefällt mir noch nicht so ganz. Und ganz zu unterst will ich noch die violette Ebene haben. Und da kann ich quasi alles einrahmen, weil das ist eh das hinterste Element. Und so ist das hier jetzt alles violett. So, jetzt sieht es noch nicht so richtig nach Papierschnitt aus, weil alles halt einfach flach ist. Damit wir jetzt diesen 3D-Effekt bekommen, werden wir hier diese Ebene alle duplizieren. Das heißt, da, wo ihr die Farbe drauf habt. Respektive beim Lila brauchen wir es nicht, weil das wird keinen Schatten oder keinen sichtbaren Schatten werfen. Dann wähle ich hier schwarz aus und gehe auf die untere der beiden gleichfarbigen Ebenen, wähle das aus, sage auswählen und dann gehe ich hier eben auf die schwarze Farbe und dann sage ich Ebene füllen. Dasselbe hier, auch wieder auswählen, sicherstellen, dass ihr schwarz habt, da drauf gehen, Ebene ausfüllen. Dann hier noch das Rosa auswählen, immer noch schwarz, ne? Und dann Ebene füllen. Jetzt seht ihr davon nichts, weil die alle unten dran liegen und wir werden das jetzt ein bisschen verschieben. Und da könnt ihr, wenn ihr auf der Ebene seid, hier auf diesen Pfeil gehen und das so ein bisschen verschieben. Und jetzt seht ihr, es geht einfacher, wenn ihr das Einrasten rausnimmt, dann seid ihr ein bisschen freier im Bewegen. Ihr könnt alle miteinander markieren und die verschieben, damit alle so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen, wenn ihr die verschiebt. Ich versuche einfach, dass die hier so ein bisschen Schatten werfen. Dann könnt ihr aber immer noch auf die einzelnen Ebenen drauf und könnt zum Beispiel hier unter Verformen da an der einen oder anderen Stelle das so ein bisschen verschieben, damit es, das hat dann einen Effekt, dass das Blatt nicht komplett gerade ist, sondern dass es dann so ein bisschen gewellt ist. Da könnt ihr noch ein bisschen spielen mit. Dasselbe mache ich jetzt auch noch mit den anderen. Seht ihr jetzt sehr wahrscheinlich fast nicht, weil das Schwarz auf dem dunklen Lila ist. Guckt euch einfach das Gesamtbild an und schiebt so lange, bis das für euch passt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir uns jetzt um den Effekt selber kümmern. Das heißt, ich gehe hier auf diese Schattenebene und gehe auf die Anpassung und sage Gaußsche Unschärfe und auf der Ebene. Und jetzt muss ich hier natürlich hochdrehen. Und jetzt seht ihr, diese erste obere Linie hier, die wird jetzt langsam so verschwommen. Und genau das ist der Effekt, den wir erreichen wollen. Ich gehe in der Regel so auf circa eine 10. Der Effekt ist mir jetzt aber zu stark und deshalb gehe ich hier auf das N drauf und sage, es soll multiplizieren sein und gehe damit der Deckkraft noch so ein bisschen runter. Seht ihr, wenn ich es ganz wegnehme, ist der Effekt quasi weg. Wenn ich es hochnehme, ist es schwarz. Also von dem her
geht da einfach so weit, dass man es noch gut erkennt, aber dass es nicht zu aufdringlich ist. Ich würde sagen, so passt das für mich. Ich bin jetzt bei 43%. Dasselbe mache ich mit der nächsten Ebene. Auch wieder hier zuerst die Gaußsche Unschärfe auf der Ebene. Drehe das hoch auf ca. 10, 12, so in dem Stil. Das ist jetzt die über dem blauen liegt. Das heißt, der Schatten quasi von diesem Altrosa hier. Dann gehe ich hier auch wieder auf Multiplizieren und gehe da so ein bisschen runter. Und dann nehmen wir noch die letzte. Das ist die, was der Schatten des Blauen ist auf dem Violetten. Auch da zuerst die Gaußsche Unschärfe auf der Ebene. Drehe die hoch. Das sehe ich jetzt selber schon fast nicht, deshalb versuche ich da mich an der Zahl zu orientieren. Vorhin waren wir so zwischen 10 und 12. Dann gehe ich hier auch auf Multiplizieren und gehe da runter auf die ca. 43%. Man sieht es fast nicht, aber ihr werdet es dann sehen, wenn ihr drauf geht. Ihr würdet es merken, wenn es nicht da wäre und bei den anderen Ebenen da ist. Von dem her zieht es wirklich über alle Ebenen durch. Jetzt haben wir das auf dem Papier drauf. Was ich jetzt noch haben will, ist, dass dieses helle Papier auch einen Schatten auf das wirft, was drunter liegt. Da gehe ich auf da, wo diese Ebenenmaske ist, und auf dem oberen Bild sage ich auswählen. Und dann gehe ich unter diesen beiden Ebenen, gebe ich eine Ebene dazu. Da schaue ich, dass ich auch wieder bei Schwarz bin. Und dann tippe ich hier drauf und sage Ebene füllen. Was es jetzt gemacht hat, ich habe hier eine Ebene, wo ich den schwarzen Hintergrund habe, aber das Wort ausgeschnitten ist. Ihr seht es nicht, weil das jetzt unter diesem weißen Papier ist. Aber wenn wir jetzt das verschieben, dann seht ihr, dass es da ist. Und da schiebe ich das auch so ein bisschen nach unten rechts, damit es aussieht, als ob das einen Schatten werfen würde. Und dann gehe ich auch hier auf die Gaußsche Unschärfe auf der Ebene und drehe die hoch. Ein bisschen gucken, wie stark ihr das haben wollt. Ich würde sagen, ich gehe hier auf eine 10. Ist natürlich jetzt zu intensiv, aber auch hier können wir wieder sagen, multiplizieren und die Deckkraft ein bisschen runternehmen, so dass man es sieht, aber es nicht zu aufdringlich ist. So, jetzt sieht das Ganze aus, wenn man das von Weitem betrachtet, als ob wir durch ein Blatt durchgucken würden und die Ebenen hier drunter liegen würde. Und zwar zuerst diese rosa, dann die altrosa, dann die blaue und dann die dunkelviolette. Und damit ich diesen Effekt eben noch verstärken kann, das war das, was ich am Anfang gesagt habe, gebe ich jetzt über da, wo ihr dieses Blatt und die Ebenenmaske habt, da gebe ich eine neue Ebene drauf und jetzt wähle ich von der Farbe her Schwarz aus und gehe von den Pinseln her auf diese Texturbrushes und wähle Papier aus. Und jetzt kann ich da einfach so nicht allzu stark, sondern gehe da einfach drüber und dann seht ihr, kriegt das Ganze so einen Papiereffekt. Der ist mir jetzt aber auch wieder zu stark und deshalb sage ich hier, er soll es nur multiplizieren und ich nehme die Deckkraft so ein bisschen runter, damit ich es noch sehe, aber es eben nicht zu aufdringlich ist. Und das seht ihr jetzt sehr wahrscheinlich auch nicht. Im Moment habe ich
das, was ich jetzt gezeichnet habe an dieser Papierstruktur, ist über das ganze Bild. Ich will das aber pro Ebene haben, damit ich diesen Effekt noch besser verkaufen kann. Und deshalb sage ich dem hier, es soll eine Clipping-Maske sein. Das heißt, es hat jetzt nur da von dieser Papierstruktur, wo dieses Melange oder dieses helle Papier ist. Die anderen Ebenen sind davon nicht betroffen. Hier diese Papierstruktur, da haben wir sie nicht. Und das mache ich jetzt mit jeder Ebene. Das heißt, ich gehe hier auf die rosa, eine Ebene drüber, gucke, dass ich immer noch auf dem Papiereffekt bin und sage da aber jetzt auch, es ist eine Clipping-Maske, das heißt, es orientiert sich, es färbt jetzt nur da, wo dieses rosa ist. Einfach gucken, dass es nicht zu stark ist. Dann können wir auch hier wieder auf Multiplizieren und die Deckkraft runternehmen. Weil so sieht es dann aus, als ob jedes Papier seine eigene Struktur hat. Und das mache ich jetzt kurz mit den anderen Ebenen auch noch. Without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know, I bet you're cold. You're so dead. Beim Lila mache ich es jetzt gerade so ein bisschen anders, weil man das Schwarz praktisch nicht erkennen würde. Aber ich will, dass es da auch eine Struktur hat. Von dem her, ich habe auch da eine Ebene drüber gegeben, aber ich habe jetzt die weiße Farbe ausgewählt und gebe da jetzt von diesem Papiereffekt quasi so ein bisschen drauf. Und jetzt, da multipliziere ich nicht, sondern da gehe ich einfach auf das N drauf und nehme die Deckkraft runter. Aber ihr könnt jetzt sehen, ne, das hat jetzt hier eben auch diesen Papiereffekt. Jetzt könnt ihr das noch so ein bisschen genauer angucken. Beim Blau sehe ich jetzt, dass das noch zu wenig erkennbar ist. So. Und so habt ihr eben genau diesen Effekt, dass es jetzt von weitem aussieht, als ob ihr durch das Papier durchgeschnitten habt. Wenn ihr jetzt das Gegengleich noch irgendeinen Text oben drauf geben wollt, könnt ihr das auch machen. Da einfach auf Text einfügen gehen. Und das dupliziere ich jetzt auch. Jetzt, damit ich sehe, was ich mache, nehme ich die kurz und verschiebe die so ein bisschen nach unten. Dann gehe ich hier drauf, sage Auswählen und da kann ich bei der Farbfüllung einfach sagen, da drauf tippen und wenn ihr hier schwarz ausgewählt habt, dann füllt es das einfach. Dann können wir hier das noch auswählen, an den richtigen Platz verschieben, so dass es aussieht, als ob es ein bisschen Schatten werfen würde. Und hier auch wieder auf die Gaußsche Unschärfe, auf die Ebene und das hochdrehen. Je kleiner der Text ist, desto weniger Unschärfe solltet ihr drauf gehen, weil sonst kann man es fast nicht mehr lesen. Und jetzt sage ich hier auch wieder multiplizieren und gehe mit der Deckkraft runter. Und jetzt hat das den Effekt, dass es eben oben drauf liegt und nicht wie das andere unten drunter. Und so einfach habt ihr eben diesen Paper Cut Effekt gemacht. Und da könnt ihr wirklich mit dem Schriftzug, mit den Formen, ne, ihr müsst ja nicht mit diesen Wellen gehen, sondern da könnt ihr komplett andere Formen auch auswählen und das wirklich so gestalten, wie das für euch am besten passt. Und das war's auch schon für heute zum Paper Cut Effekt oder Papierschnitt Effekt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch und dass ihr da auch Lust habt, das Ganze auszuprobieren. Die Materialien oder das iPad und die App, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten verlinken. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!
Baby, I bet you're cold without me, even when it